Hallo, hier ist Meini. Heute zeige ich dir, wie du diese leckere Spargel-Cremesuppe, die schön intensiv nach Spargel schmeckt, mit den knusprig frittierten Avocado-Sticks selber zubereiten kannst. Als erstes gebe ich die Butter in die Pfanne und lasse sie warm werden. Gebe dann die Zwiebeln rein und schwenke sie einige Minuten in der Butter durch. Paar Selleriestücke für den tollen Suppengeschmack dürfen meiner Meinung nach auch nicht fehlen. Nach paar Minuten durchschwenken kommt jetzt der klein geschnittene grüne Spargel rein. In dem oben eingeblendeten Video habe ich euch erklärt, dass der grüne Spargel deswegen grün ist, weil er Sonnenlicht abbekommt und dadurch intensiver schmeckt als der weiße Spargel. Das ist der Grund, warum ich den grünen Spargel nehme und ihn einige Minuten mit Lauchstücken in der Butter durchschwenke. Der grob geschnittene Knoblauch kommt auch rein, weil gleich sowieso alles püriert wird. Mit Weißwein ablöschen und einige Minuten weiter durchschwenken, bis der Weißwein verdünstet ist. Man kann das Ganze mit Wasser auffüllen und mit Salz und Zucker abschmecken. Ich habe jetzt aber meine eigene intensive Spargelbrühe dafür verwendet, die ich aus 5 Kilogramm Spargelschalen in Zucker, Salz, Zitronen und Gewürzwasser gekocht habe. Diese intensive Spargelbrühe kann man auf Vorrat einfrieren, achtet aber bitte darauf, immer mal wieder Zucker reinzugeben, um einen möglichen bitteren Spargelgeschmack zu hemmen. Nach etwa 30 Minuten Garen in der Spargelbrühe wird das Ganze einmal durchpüriert und wundert euch nicht, dass es klumpig und leicht dick aussieht. Das ändert sich gleich. Ich gehöre eher zu den Köchen, die eher ungern eine Mehlschwitze für eine Suppe verwenden, deswegen werde ich die Suppe gleich nicht mit einer Mehlschwitze abbinden, sondern mit einer Liaison aus Eigelben und Sahne. Dazu verrühre ich Eigelbe und Sahne miteinander und gebe dort mehrere Löffel von der heißen Spargelsuppe rein. Dadurch wird die Eimasse auf Temperatur gebracht und das Risiko, dass das Eigelb gleich gerinnt, wenn die Masse wieder zurück in die heiße Suppe kommt, sinkt deutlich. Die temperierte Masse kommt wieder in die Suppe zurück und weil die Suppe noch kleinere Stücke hat, muss sie einmal durchpassiert werden. Ich würde euch immer empfehlen, erst das Legieren, also die Liaison mit Ei und Sahne durchzuführen und erst dann zu passieren, weil ihr das Eigelb, falls es doch geflockt ist, dadurch wegpassieren könnt. Übrig bleibt eine flüssige, aber leicht gebundene Spargel-Cremesuppe, die man mit Salz, weißem Pfeffer und nach Wunsch auch Muskatnuss würzen kann. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und wende einen Trick an, den ich paar Mal in einer gehobenen Küche machen musste. Ich püriere Spinat mit der Spargel-Cremesuppe, um eine richtig schöne, kräftige Farbe zu bekommen. Das könnte man natürlich auch nochmal passieren, wenn man das will, und wieder zurück in die Spargelsuppe geben. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass die Suppe nach Spinat schmeckt, weil sie immer noch sehr schön kräftig und intensiv nach Spargel schmeckt, aber halt eben mit einer schöneren grünen Farbe sozusagen. Apropos grün, ich schneide die Avocado durch und hole sie mir mit einem Esslöffel raus, während ich das Öl nebenbei auf 160 Grad erhitze. Dann schneide ich vorsichtig schöne Stifte durch, würze sie mit Salz und Pfeffer. Danach werden sie durch die klassische Panierstraße aus Mehl, Vollei und Paniermehl gezogen und direkt nach dem Panieren frittiert, damit sie nicht zu lange rumliegen und dadurch Wasser ziehen. Wenn sie eine schöne Farbe bekommen haben, kommen sie raus aus dem Fett direkt auf ein Küchenpapier und wenn du sie noch knuspriger haben willst, wartest du 10 Minuten und gibst sie wieder ganz kurz zurück in das heiße Fett. Mir passt das aber so und ich richte jetzt die Suppe an. Die Avocadostreifen kann man getrennt in einem Schälchen servieren, damit die Panade knusprig bleibt, wenn man das will. Und ich gebe noch zusätzlich geröstete Mandelsplitter rein. Jetzt blende ich euch noch ein paar weitere Spargelrezepte ein, wünsche euch einen guten Hunger und abonniert mich.